Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Lektion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo auch von mir. Wir haben das A2-Niveau erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt mitten im B1-Niveau. Heute ist Tag 97, Teil 1. Genau. Und wie immer ist unser Ziel, euch fit für den Alltag zu machen. Wir lernen heute wieder 15 wichtige Wörter, die ihr wirklich jeden Tag benutzen könnt. Und denkt daran, am Ende gibt es wieder unsere kleine Mini-Story. Dazu veröffentlichen wir auch wieder ein extra Video mit Fragen, damit ihr euer Verständnis testen könnt. Das hilft ungemein. Absolut. Und um eure Aussprache zu trainieren, empfehlen wir euch wieder die Shadowing-Methode. Das ist ganz einfach. Ihr hört uns zu, drückt kurz auf Pause und sprecht dann alles laut und deutlich nach. Das ist super effektiv. So, und was ist unser Thema heute? Es ist ein wirklich wichtiges Thema. Energiesparen. Ja, ein sehr wichtiges Thema. Es hilft uns nicht nur Geld zu sparen, was ja immer gut ist, sondern auch die Umwelt zu schützen. Also quasi 2 Fliegen mit einer Klappe. Sehr gut gesagt. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dabei, denn dort wartet, wie gesagt, unsere Mini-Story auf euch, in der wir alle neuen Wörter von heute verwenden. Legen wir los? Legen wir los. Fangen wir mit einem wichtigen Substantiv an, das die Grundlage für alles Weitere ist. Der Verbrauch. Der Verbrauch. Also das ist ganz einfach die Menge, die man von etwas benutzt oder eben verbraucht. Das kann Strom sein, Wasser, Gas. Genau, alles, was man im Haushalt so nutzt. Auf Englisch würde man sagen, Consumption. richtig, Consumption. Ein typischer Satz im Alltag wäre zum Beispiel, wir müssen unseren Stromverbrauch senken, die letzte Rechnung war viel zu hoch. Oh ja, den Satz kennen wahrscheinlich viele. Man schaut auf die Rechnung und denkt sich, oh je, der Verbrauch war zu hoch. Wenn wir über den Verbrauch sprechen, dann müssen wir auch direkt über das nächste Wort sprechen. Die beiden hängen eng zusammen. Die Ressource. Stimmt. Die Ressource, Plural, die Ressourcen. Das ist ein Vorrat von etwas, den uns die Natur gibt. Also zum Beispiel Wasser, Öl, Gas, aber auch Holz oder Sand. Genau. Das sind alles natürliche Ressourcen. Auf Englisch heißt das Wort Resource. richtig, Resource. Ein einfacher Beispielsatz wäre, Wasser ist eine wichtige und knappe Ressource, mit der wir vorsichtig umgehen müssen. Absolut. Ressourcen sind ja nicht unendlich da, was uns direkt zum nächsten Wort führt. Sie sind also kostbar. Kostbar. Ein sehr schönes Adjektiv. Es bedeutet, dass etwas sehr wertvoll ist. Entweder weil es selten ist oder weil es uns persönlich viel bedeutet. Ja, wie zum Beispiel Zeit. Zeit ist auch kostbar. Aber in unserem Kontext ist eben Energie kostbar. Auf Englisch sagt man, Precious oder auch valuable. genau, precious or valuable. Ein Satz könnte lauten, Energie ist ein kostbares Gut, wir sollten vorsichtig damit umgehen. Das stimmt. Wenn man darüber nachdenkt, merkt man erst, wie wertvoll es ist, einfach nur das Licht einschalten zu gönnen. Es ist nicht selbstverständlich. Das ist ein guter Punkt. Man sollte es also nicht einfach, ja, was ist das Gegenteil von sparsam sein? Das Gegenteil ist verschwenden. Ah, ja, verschwenden, das ist ein Verb. Genau. Und es bedeutet, etwas unnötig zu verbrauchen oder sogar wegzuwerfen. Also ohne Sinn und Zweck zu nutzen. Das englische Wort dafür ist to waste. Richtig, to waste. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir natürlich auch die Perfektform. Die lautet, hat verschwendet. Verschwendet. Ein Beispiel wäre, er hat gestern beim Duschen sehr viel Wasser verschwendet. Oder ein kleiner Dialog. Hast du das Licht im Bad ausgemacht? Oh nein, habe ich vergessen. Siehst du, wenn niemand im Zimmer ist und das Licht anbleibt, dann verschwendet man Strom. Stimmt, ein sehr alltägliches Beispiel. Okay, den Strom oder das Gas bekommen wir ja von einer Firma. Wie nennt man diese Firma? Das ist unser nächstes Wort. Diese Firma ist der Anbieter. Der Anbieter. Genau. Also das ist die Firma, die uns mit einer Dienstleistung beliefert. Das kann der Stromanbieter sein, aber auch der Internetanbieter oder der Telefonanbieter. Verstehe. Das englische Wort ist Provider or Supplier. Provider or Supplier. Ein Beispielsatz: Wir wechseln den Anbieter für unseren Strom, weil wir einen günstigeren gefunden haben. Das machen ja sehr viele Leute, um Geld zu sparen. Sie vergleichen die Anbieter und suchen sich den besten aus. Absolut. Kommen wir mal zu einem Problem, das besonders in älteren Wohnungen viel Energie kostet. Ein Adjektiv. Undicht.
Undicht. Das beschreibt einen Zustand. Wenn etwas undicht ist, dann kommt Luft oder Wasser durch eine Stelle, wo es eigentlich nicht durchkommen sollte. Ja, das klassische Beispiel ist das Fenster, oder? Auf Englisch wäre das Leaky oder not tight. leaky. Ein Satz, den man im Winter oft hört: Das Fenster ist undicht, es kommt immer kalte Luft rein. Genau. Und dann muss man die Heizung höher drehen und verbraucht mehr Energie. Ein undichtes Fenster kann also richtig teuer werden. Das stimmt. Und was hilft denn gegen so etwas? Also nicht nur gegen ein undichtes Fenster, sondern allgemein gegen Kälte von außen. Da hilft eine gute Dämmung. Die Dämmung. Das ist unser nächstes Substantiv. Ja, die Dämmung ist sozusagen ein Schutz am Haus, eine Schutzschicht. Sie hält im Winter die Wärme drinnen und im Sommer die Hitze draußen. Also wie eine dicke Jacke für das Haus. Das ist ein super Vergleich. Genau so ist es. Auf Englisch heißt es Insulation. Insulation. Ein Beispielsatz wäre: Ein Haus mit einer guten Dämmung braucht viel weniger Heizenergie. Und das spart am Ende natürlich eine Menge Geld und schont die Ressourcen. Ganz genau. Alles hängt miteinander zusammen. So, wir haben jetzt schon 7 Wörter geschafft. Zeit für eine ganz kurze Pause. Kurze Unterbrechung. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, dann abonniert gern den Kanal und unterstützt uns mit einem Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag dran und verpasst keine einzige Lektion. Und jetzt machen wir direkt weiter. Genau, machen wir weiter. Um Energie zu sparen, können wir ja aktiv etwas tun. Und jede Handlung, die wir dafür unternehmen, nennen wir Eine Maßnahme. die Maßnahme. Plural. Die Maßnahmen. Das ist eine geplante Handlung, um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen. Es klingt ein bisschen formell, aber man benutzt es im Alltag. Zum Beispiel spricht man über Maßnahmen zum Umweltschutz. Das englische Wort ist Measure or Action. Measure or Action. Eine typische Frage könnte sein: Welche Maßnahmen können wir ergreifen, um Wasser zu sparen? Und eine Antwort wäre: Eine Maßnahme ist, kürzer zu duschen. So benutzt man das Wort ganz natürlich in einem Gespräch. Stimmt. Und eine der wichtigsten Maßnahmen ist es, den Verbrauch wie sagt man? Weniger zu machen. Genau. Das passende Verb dafür ist Reduzieren. reduzieren. Das bedeutet also, etwas weniger zu machen oder zu senken. Die Menge kleiner machen. Exakt. Das englische Wort ist to reduce. To reduce. Und die Perfektform? Hat reduziert. Hat reduziert. Ein Beispiel? Wir haben unseren Müllverbrauch im letzten Monat um die Hälfte reduziert. Ein sehr gutes Beispiel. Man kann alles Mögliche reduzieren. Kosten, Stress, Gewicht und eben auch den Energieverbrauch. Eine ganz einfache Maßnahme, um den Verbrauch zu reduzieren, ist es Geräte abschalten. abschalten. Das ist auch ein sehr wichtiges Verb. Es bedeutet, ein Gerät komplett auszumachen, also den Stromfluss vollständig zu unterbrechen. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht nur auf Standby schalten. Nein, komplett aus. Auf Englisch sagt man to switch off oder to shut down. To switch off und die Perfektform lautet Hat abgeschaltet. Es ist ein trennbares Verb. richtig. Also, ich schalte den Fernseher ab. Perfekt. Hast du den Fernseher komplett abgeschaltet? Absolut. Besonders bei der Heizung ist das nächste Verb wichtig. Regulieren. Regulieren. Das bedeutet, etwas genau einzustellen oder anzupassen. Meistens geht es um technische Geräte, zum Beispiel die Temperatur oder die Geschwindigkeit. Also man findet die richtige Einstellung. Das englische Wort ist To regulate oder to adjust. to regulate. Und im Perfekt? Hat reguliert. Hat reguliert. Man könnte sagen, man sollte die Heizung gut regulieren, damit es im Raum nicht zu warm wird. Genau. Oder ich habe die Heizung auf Stufe 3 reguliert. Das ist die perfekte Temperatur für mich. Man sucht also die optimale Einstellung. Wenn man all das macht, also die Heizung reguliert, Geräte abschaltet und den Verbrauch reduziert, dann ist man Dann ist man sparsam. sparsam. Ein Adjektiv. Ja. Es beschreibt eine Person oder auch ein Gerät, die oder das wenig von etwas verbraucht. Das kann Geld sein, Zeit oder eben Energie. Das Gegenteil wäre verschwenderisch. Das englische Wort für sparsam ist Economical. economical. Ein sehr typischer Satz, den man in der Werbung hört. Unser neues Auto ist sehr sparsam im Verbrauch. Ja, oder mein neuer Kühlschrank ist viel sparsamer als der alte. Das ist ein wichtiges Kaufargument für viele Menschen. Stimmt.
Und wenn ein Gerät sehr sparsam ist, dann hat es eine hohe Was. Das ist unser nächstes Wort. Eine hohe Effizienz. Die Effizienz. Genau. Das Wort beschreibt das Verhältnis von Nutzen zu Aufwand. Also eine hohe Effizienz bedeutet eine gute Leistung mit wenig Energieverbrauch. Es ist also ein Maß dafür, wie gut etwas funktioniert. Das englische Wort ist Efficiency. Effizienz. Ein Beispiel. Die Energieeffizienz von diesem Kühlschrank ist sehr gut, er hat die Klasse A. Richtig. Darauf sollte man beim Kauf von neuen Elektrogeräten immer achten. Das spart auf lange Sicht wirklich viel Geld und Energie. Absolut. So, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Man kann Energie nicht nur verbrauchen und sparen. Man kann sie auch selbst erzeugen. Erzeugen, das ist ein tolles Verb. Es bedeutet, etwas Neues zu produzieren, herzustellen oder zu schaffen. Man macht also etwas, das vorher nicht da war. Das englische Wort ist To generate oder to produce. to generate. Und die Perfektform? Hat erzeugt. Hat erzeugt. Ein sehr modernes und relevantes Beispiel ist: Solarzellen auf dem Dach erzeugen Strom aus Sonnenlicht. Ja, das ist ein perfektes Beispiel. Man wird dann vom reinen Konsumenten auch zum Produzenten. Man erzeugt seine eigene Energie. Eine tolle Vorstellung. So, wir sind bei unserem letzten Wort für heute angekommen. Und ich glaube, es ist das Wichtigste von allen. Da stimme ich dir zu. Das Wichtigste bei allem, was wir heute besprochen haben, ist, dass man es bewusst tut. Bewusst. Das ist ein Adjektiv und auch ein Adverb. Genau. Es bedeutet, dass man etwas absichtlich, mit voller Aufmerksamkeit und mit Nachdenken tut. Man weiß genau, was man tut und warum. Das Gegenteil wäre unbewusst oder Automatik. Das englische Wort ist Conscious oder aware. conscious or aware. Ein Beispiel wäre: Sie geht sehr bewusst mit Lebensmitteln um und kauft nur, was sie wirklich braucht. Ja, und das kann man perfekt auf unser Thema übertragen. Ein bewusster Umgang mit Energie ist der erste und wichtigste Schritt zum Sparen. Absolut. Man muss nicht alles perfekt machen, aber man sollte darüber nachdenken, was man tut. Das ist die Kernaussage. Bewusst handeln. Sehr gut. Ihr habt jetzt alle 15 Wörter gelernt. Super gemacht. Und jetzt kommt der Teil, auf den ihr gewartet habt. Hört gut zu. Wir erzählen euch jetzt eine kleine Geschichte, in der alle 9 Wörter vorkommen. Versucht mal, die Wörter zu erkennen, wenn ihr sie hört. Lena wohnt in einer gemütlichen, aber schon etwas älteren Wohnung. Eines Tages bekommt sie ihre Nebenkostenabrechnung und ist schockiert. Ihr Verbrauch an Strom und Gas war im letzten Jahr extrem hoch. Sie versteht sofort, dass Energie eine wirklich kostbare Ressource ist und sie in der Vergangenheit wohl zu viel davon verschwendet hat. Sie beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Sie schaut sich ihre Wohnung ganz genau an und entdeckt schnell ein Problem. Ein Fenster im Wohnzimmer ist undicht. Es zieht ständig kalte Luft herein. Außerdem ist die Dämmung des alten Hauses generell nicht besonders gut. Lena beschließt, bewusst etwas zu ändern. Sie überlegt sich eine Maßnahme nach der anderen. Zuerst vergleicht sie im Internet verschiedene Anbieter für Strom und Gas und findet einen, der viel günstiger ist. Dann lernt sie, die Heizung in ihrer Wohnung besser zu regulieren, um die Temperatur konstant und angenehm zu halten, anstatt sie immer voll aufzudrehen. Sie achtet ab jetzt auch sehr genau darauf, alle Geräte wie den Fernseher oder den Computer immer komplett abzuschalten, wenn sie nicht benutzt. Ihr großes Ziel ist es, ihren Energieverbrauch stark zu reduzieren. Sie kauft sich sogar eine neue Waschmaschine, die sehr sparsam ist und eine viel höhere Effizienz hat als ihr altes Gerät. Insgeheim träumt sie sogar davon, eines Tages mit kleinen Solarzellen auf dem Balkon ihren eigenen Strom zu erzeugen. Nach ein paar Monaten ist sie richtig stolz auf sich. Sie hat es geschafft. Das war unsere Geschichte. Habt ihr alle Wörter wiedererkannt? Ich hoffe doch. Bestimmt, es waren alle drin. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns doch mal 1 oder 2 Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, eine super Idee. Erzählt uns doch mal, wie spart ihr im Alltag Energie? Welche Maßnahmen ergreift ihr? Wir sind sehr gespannt auf eure Beispiele. Und denkt daran, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch morgen wieder dabei seid und keine Lektion verpasst. Genau. Und morgen wird es ein bisschen kultureller. Unser Thema ist Theater und Konzerte. Oh, das wird schön. Es geht also um Freizeit, um Kultur und um schöne Erlebnisse. Mal etwas ganz anderes. Das wird es. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss!